Wir machen weiter. Begrüßen Sie mit mir Michael Schönegger, seines Zeichens Produktmanager für CBN, DEA, Schleif- und Abrichtwerkzeuge bei der Jakob Lach GmbH und Co. KG. Michael zeigt uns, was im Bereich Profilschleifen mit metallgebundenen Schleifsteinen alles möglich ist. Michael, ich bin sehr gespannt. Michael, ist er schon da? Fertig? Wird noch die Präsentation übergeben. Ich bin sehr, sehr gespannt. Hören Sie aufmerksam zu. Wenn Sie Fragen haben danach, sehr, sehr gerne stellen. Ich freue mich, die mit Michael hier auf der Bühne zu erörtern. Freue mich auf den Vortrag. Michael, die Bühne gehört dir. Bitte schön. Hallo, guten Morgen, grüße Sie. Ich freue mich, dass Sie der Einladung so zahlreich gefolgt sind und diesen Beitrag von Lachdiamant ähm, hier mit Interesse und hoffentlich auch mit viel Input dann nach Hause oder weitergehen können an der Messe und uns am Stand besuchen, um weitere Diskussionen dann zu führen. Die Lach GmbH oder Jakob Lach GmbH und Co. KG ist ein sehr bekanntes Unternehmen. Wir haben 102-jährige Geschichte. Wir sind bekannt für Tradition, Leidenschaft und sehr viel Innovation. Wir haben einen sehr großen Pioniergeist, was unsere Vergangenheit auch zeigt. Wir haben immer wieder Produkte als erstes auf den Markt gebracht und auch im Bereich Profilschleifen, wo ich heute ein bisschen was erzählen möchte, sind wir Pioniere. Ganz grob, es gibt einen kleinen Überblick über die Bindungssysteme, die wir in den CBN- und Diamantschleifscheiben fertigen und nachher gefolgt von Praxisbeispielen, eines etwas intensiver ausgeführt und noch ganz viel andere, damit Sie einfach super Anregungen und Ideen bekommen von uns. Ja, wir fertigen CBN-Diamantschleifmittel in Kunstharzbindung, in Hybridbindung, in Metallsinter, Keramik und galvanischen Bindungen. Und eben zu dieser Bindungsfamilie der Metallsinterbindung gehört auch die Contour Profile. Contour Profile ist, wo wir später noch etwas genauer zuhören werden, eine sehr spezielle Metallbindung. Ich habe ein ausführliches Praxisbeispiel von Tiefschleifen der Vollhartmetall-Gewindeschleifplatten, einen sehr großen Kunden von uns. Die Aufgabenstellung war relativ einfach. Ich möchte diese Platten effektiver und vor allem effizienter produzieren. Die Fertigungsbedingungen waren auf einer Werkzeugschleifmaschine mit 20 kW Spindelleistung und Emulsion. Klassisch war dieses Schleifscheibenpaket an der Maschine, das heißt, ein Schleifscheibenpaket kann mehrfach ausgeführt sein. In diesem Fall waren es eine Gerade, eine Spitzprofil und eine Radienscheibe, Durchmesser 150. Damit wurde diese Gewindeschneidplatte geschliffen. Wie es oft so ist, kommt der Kunde auf uns zu und sagt, ich möchte mehr Standzeit und ich möchte vor allem die Schleifzeit reduzieren. Unser Lösungsvorschlag: diese profilierte metallgebundene Schleifscheibe, Contour Profile. Die haben wir den Kunden auch angeboten. Jetzt hat zunächst mal Preis. Ja, fragt er uns, ja, aber jetzt habe ich 3 Scheiben, die kosten mich roundabout 700 €. Ihr macht mir eine Scheibe für über 1000 €. Das ist der klassische Einkäufer, ja, kommt mal auf uns zu und meckert mal rum. Sagt, ja, aber wir wollen ja Schleifzeit reduzieren und wir wollen Standzeit erhöhen. Und beides haben wir geschafft mit, wo war's? 2 Minuten 40 von 3 Minuten 35 runter pro Vollhartmetallplatte und die Standzeit von, sag mal, 100 Schneidplatten bis zur Reprofilierung bzw. bis zum Schärfen zu 2300 Schneidplatten. Gibt dann über die gesamte Lebensdauer der Schleifscheibe ca. 3300 Stück im konventionellen Paket zu 115.000 Stück mit der Contour Profile. Also Erhöhung der Standzeit, Reduzierung der Schleifzeiten. Kann man mal sagen, ja, wir haben diese Standzeit um Faktor 35 erhöht.
Wir haben auch die Schleifzeit um 30% reduziert. Es klingt erstmal nicht viel, aber wir haben kein Abrichten. Und durch dieses Nicht-Abrichten haben wir enorm an Schleifkosten oder Schleifmittelkosten gespart pro VHM-Platte. Der Kunde sagt dann ganz klar, ja, 1100 Euro zu 700 Euro, aber wenn die Schleifkosten pro Platte Faktor 750 geringer sind, dann habe ich gewonnen. So, was ist Contour Profiled? Warum kann die Scheibe das überhaupt? Die Scheibe kann das, weil wir eine Entwicklung hatten in den, sagen wir, frühen 80er Jahren, Ende der 80er Jahre so. Wir hatten die Entwicklung der sogenannten EDG-Maschine. Das ist ein Electrical Discharge Grinding. Ja, nicht zu verwechseln mit dem Drahterodieren, das ist das Machining. Wir profilieren unsere Scheibe im EDG-Verfahren auf unseren eigenen Maschinen. Jakob Lach GmbH und Co. KG stellt ja nicht nur Schleifscheiben her, wir fertigen auch CBN und BKD-Zerspannungswerkzeuge mit definierter Schneide, aber auch Erodiermaschinen. Und die Kombination der EDG-Maschine mit dieser speziellen Metallsinterbindung nennt sich eben Contour Profiled. Die Praxis, es gibt mittlerweile ganz, ganz viele Beispiele für, zeigt einfach, dass wir sehr, sehr kosten- und zeitsparend schleifen können von verschiedenen Werkstoffen wie Hartmetall, Glas, Keramik, PM-Stähle, HSS, aber auch Graphite. Sogar weicher Stahl ist möglich, muss ich zusagen, unter sehr bedingten Einsatzbedingungen. Sprich, wir brauchen da ein High-Speed-Grinding, sehr, sehr hohe Schnittgeschwindigkeiten. Wir erreichen Genauigkeiten von 5 μ, Profilgenauigkeiten. Es ist möglich, kleinste Profile und Radien zu erodieren. Wir haben keinen Draht. Stellen Sie sich vor, der Draht 0,15, 0,2 mm, was er so im Standard hat, der kann nicht alles erodieren. Er hat bedingt durch den Drahtdurchmesser, Radius plus den Funkenspalt sind einfach nur irgendwo, sag mal, im Bereich von 1 bis 2 Zehntel Toleranzen oder Profilgenauigkeiten möglich. Wir erreichen einen gigantischen Kornüberstand. Das ist auch der Grund, warum wir solche Abtragsleistungen erzielen. Bis zu 80%. Wir schaffen es, Scheiben größer 91 μ Korngröße zu erodieren und das wirtschaftlich. Es kann auch ein Draht, aber eben nur bedingt bzw. bis 91 μ wirtschaftlich leisten. Übrigens, an unserem Stand haben wir eine Scheibe mit 427 Korn. Das kann man sich mal veranschaulichen, was das dann bedeutet, auch so eine Scheibe zu erodieren. Das Ganze bringt enorme Abtragsleistungen, eine enorme Performance. Die Schleifzeiten reduzieren sich, die Prozesskosten reduzieren sich. Haben wir vorhin im Beispiel gesehen. Die Standzeit erhöht sich. Das ist eine metallgebundene Scheibe, das ist keine Keramik, kein Kunstharz. Das ist eine Metallbindung. Die bringt alle Vorteile mit einer Metallbindung, was Profilhaltigkeit und Standzeit angeht. Und sie ist nacherodierbar, nachprofilierbar. Im konkreten Beispiel vorher waren das, glaube ich, 3000 Zyklen, was wir gemacht hatten. Also, und das bei maximaler Wiederholgenauigkeit. Wir sprechen immer wieder von den 5 μ. Das erhöht die Prozesssicherheit beim Kunden. Und wir können auch Scheiben, Stand heute, bis und mit Durchmesser 500 fertigen. Ziel in der Zukunft ist es natürlich auch noch größere Scheiben anzubieten. Eine Besonderheit, diese Metallbindung für die Contour Profiled, die kann auch porös ausgeführt sein. Wir schaffen es, diese Bindung gesteuert porös auszuführen, haben dann den Vorteil vom extremen Kornüberstand plus Porosität. Das wiederum bringt Schleifleistung, Performance, einen kühleren Schliff, Kühlmittelzufuhr, Materialabtrag. Alles, was eine Pore, wie man das aus der keramischen Bindung kennt, auch mit sich bringt, das können wir auch in der Metallbindung jetzt machen. Noch ein paar Anwendungsbeispiele.
ist vielleicht ein bekannter deutscher Kunde von uns. Wir fertigen dort einen Schneidensatz für Haarschneidemaschinen. Man sieht, Zykluszeiten reduzieren von 20 Minuten auf 5 Minuten 30. Das haben wir geschafft, weil einmal wurde es zunächst konventionell gefertigt, also mit konventionellen Scheiben gefertigt, die müssen abgerichtet werden. Das passiert in einem Craschierverfahren. Es ist aber nur jeder zweite Steg möglich, weil die Stege sind mit 0,6 mm ausgeführt. Das ist extrem wenig. Ne? Die Tiefe dieses Profils ist 13,5 mm. Das heißt, der Kunde fertigt diesen Schneidensatz in 2 Durchgängen, weil er nur jeden zweiten Steg hat. Wir haben eine metallgebundene Scheibe genommen, eine Contour-Profile-Bindung, haben das erodiert, jeden Steg ausgeführt und fertigen das in Tiefschliff, sprich in Kriechgangschleifen, komplett durch und reduzieren dadurch die Schleifzeiten massiv. Aktuell schafft man 2000 Spannungen, das heißt 2000 mal 6 Stück, was in einer Linie gespannt sind, bis die Scheibe zu uns wieder kommt, um reprofiliert zu werden. 2000 Stück oder 2000 Schleifzyklen. Ne? Das reduziert die Schleifkosten wieder massiv. Ein anderes Beispiel aus der Automobilindustrie, ein Turborotor, vorne die Heißluftturbine mit Inconel ausgeführt, hinten die Welle mit gehärtetem Stahl. Stand der Dinge heute ist, dass es konventionell geschliffen wird mit Abrichtrollen, nach jedem Werkstück neu profiliert werden muss. Durchschnittliche Schleifzeit 1 Minute 40 bis 2 Minuten. Wir setzen eine Contour-Profile-Scheibe ein, schleifen nicht schneller, aber wir richten nicht ab. Das heißt, wir schleifen in 40, 45 Sekunden das Werkstück. Tolles Beispiel aus der Messerindustrie. Mein Vorredner hat da die Maschinen dazu präsentiert. Ein Kunde von uns fertigt Sichelmesser und er hat dieses Wellenschliffprofil, das er nochmal extra verzahnt. Und diese Verzahnung hat er im Einzeleinstechen mit einer konventionellen Scheibe mühsam eingebracht. Schleifzeit 45 Minuten für ein Sichelmesser. Wir haben uns Gedanken gemacht mit dem Kunden und haben beschlossen, ja, wir machen ein Schleifscheibenpaket oder ein Zahnpaket und stechen das ein. In dieser Ausführung mit 2 Zahnpaketen, das gibt es auch mit 3 und mit 4. Kommt ein bisschen auf den Radius vom Messer drauf an. Und reduzieren dadurch die Schleifzeit wiederum von 45 auf 5 Minuten. Wieder profilierbar, die Scheiben kommen in aller Regel so in 3 bis 4 Wochen Rhythmus zu uns zurück, werden nachprofiliert und haben 40 bis 50 Reprofilierungen mittlerweile drauf. Anderes Beispiel, Walzbacken. Ganz klassisch, immer konventionelle Scheibe mit einer Profilabrichtrolle, werden Walzbacken geschliffen. Wir fertigen das mit einer CBN, Contour Profiled, massive Erhöhung von Standzeit, von Schleifleistung wieder, das Abrichten entfällt. Man spart sich nicht nur die Zeit beim Schleifen, man spart sich auch das Geld für die Abrichtrolle. Das muss man immer mitbedenken. Diese Abrichtrollen sind sehr, sehr teuer. Und nicht nur die Abrichtrolle als Peripherie, sondern auch die Abrichtspindel entfällt, die Steuerung entfällt. Mikroleerdorn, Gewindeleerdorn. Hier sieht man auch ganz extrem, was ich meine mit kleinste Profilien sind möglich, kleinste Radien. 0,02 plus minus 0,01 innenliegende Profile. Das schafft kein Draht. Der Draht würde hier bei 0,2, 0,15, also 10-mal größer, sein Ende finden. Diverse Ventileinstellschrauben oder Zugschrauben. Das hat auch ein super Beispiel gewesen, dass wir diese Scheibe als Sandwich-Technik ausführen mit einem Schrubb- und einem Schlichtbelag. Das ist alles möglich. Ich habe, dass ich den Schrubb- und den Schlichtzyklus nicht zweifach ausführe, sondern mit einer Scheibe bedienen kann. Ja, und Spannbacken, das für die Grobzerspannung vor allem, diese profilierten Spannbacken, die wirklich das Werkstück krallen, auch hier kein Abrichten, Schleifzeit reduzieren.
Dann die ganze Peripherie, was Abrichtrolle, Spindel und Software betrifft, das entfällt. Ja, das sind ein paar Beispiele gewesen von unserem wirklich tollen Produkt, von unserem Pioniergeist hoffentlich auch, was wir seit 2018 am Markt haben und sukzessive immer weiter vorantreiben dürfen. Viele, viele tolle Rückmeldungen von Kunden erhalten. Und wenn Interesse besteht, bitte unbedingt uns besuchen. Halle 7, einmal über den Hof, ganz hinten. Hoppala. Stand D70. Meine Kollegen, Kolleginnen, ich unbedingt darauf ansprechen. Wir haben auch einige Modelle mit dabei, Schleifscheiben mit dabei, damit Sie sich das vor Augen führen können, Werkstücke mit dabei, damit Sie mal sehen, was gemacht wurde damit. Nicht nur diese Geschichten, die ich jetzt gezeigt habe. Und freuen wir uns auf viele, viele tolle, interessante Gespräche. Und danke, dass Sie da waren, so zahlreich erschienen sind. Da hat doch einer noch Fragen. Erstmal Applaus, Michael. Danke. Sehr, sehr schöner Vortrag. Sehr überzeugend. Bis auf eine Sache. Die habe ich nicht verstanden. Ich darf du sagen, ist okay? Ja? Ja, du hast ja vorhin mitbekommen, als Marco hier war, sprachen wir kurz darüber, über das Thema, ich bin BWLer tatsächlich, und bei deiner Präsentation kam ich sofort auf diesen Vergleich für den Einkauf. Den fand ich wirklich sensationell. Jemand, also ich habe auch sehr viel mit Produktion zu tun, das durchgeht, denkt, sie ist ja ein absoluter No-Brainer, bis auf eine einzige Sache. Wenn du sagst, wenn man sich die Zeiten anschaut, der Abrichtzyklus, die Durchlaufzeit, Standzeiten erhöhen sich, Wahnsinnszahlen, 750-fach die Schleifscheibenkosten insgesamt reduziert, dann kann ich nicht verstehen, warum ihr nur, in Anführungsstrichen, einen Preis von 1090 aufruft. Wussten wir vorher nicht. Warte. Weil Value-Added Pricing, wenn man mal alles zusammennimmt, müsste ja eure Contour-Profile irgendwo im Bereich 15.000, 20.000 Euro liegen, damit man das rechtfertigt, was man eigentlich damit rausholt. Warum ist der Preis so niedrig? Ist nicht dein Business, oder? Wir wussten es schlichtweg vorher nicht, was mit dieser Scheibe möglich ist. Das ist ja Wahnsinn. Wir kommen heute immer wieder noch, weil es sehr viele neue Anwendungen für uns gibt. Keiner ist auf die Idee gekommen, mit metallgebundenen Scheiben Profil zu schleifen. Ist ja viel zu kompakt, viel zu dicht. Ja. Die brennt, die kann das nicht. Und deshalb wissen wir zum Teil heute noch nicht, was die Scheibe leisten kann. Ja. Und deshalb ist so ein Preis, das ist ja, aber jetzt habt ihr ja du hast ja verschiedene Anwendungsbeispiele schon vorgestellt. Also ich muss noch ein letztes Mal, und dann lasse ich mit dem Pricing auch sein, dann gehen wir lieber hier auf die Zuschauer ein. Ein sensationelles Produkt, ich fasse mal so zusammen, ihr müsst viel machen. Punkt. Ja? So viel, ich hoffe, wir sind alle einverstanden, die jetzt das kaufen wollen, das ist natürlich ätzend. Ne? So, Frage ans Publikum, Fragen ihrerseits tatsächlich. Erstmal keine. Erklär mir nochmal, warum, da war ich kurz weg, mit dem Abrichten, du schreibst immer dazu, kein Abrichten notwendig. Warum ist kein Abrichten notwendig? Ja, grundsätzlich ist es so, dass die Metallbindung, das ist wirklich eine spezielle Metallbindung, erstmal alle Vorteile einer Metallsinterbindung mitbringt. Das heißt, ich habe diese Profilhaltigkeit, diese Kantenstabilität. Das hat eine Metallbindung an sich im Vergleich zu einer keramisch gebundenen CBN-Diamant oder Kunstharz. Und deshalb ist auch im Prozess Abrichten oder auch vielleicht extern gar nicht möglich, erstens, weil der Kunde das selber zum Teil nicht kann, aber auch nicht nötig, weil wir einfach diese Profil- oder Kantenstabilität haben, um eine größere Stückzahl zu schleifen. Okay. Und im Produktionsbetrieb dann meistens 3, 4, 5 Schichten durchweg gearbeitet wird, dann wird die Maschine umgerüstet, kommt die Scheibe so oder so von der Maschine runter. Erst dann wird ein Nachprofilieren überhaupt sinnvoll. Ne? Also ich habe eine deutlich längere Haltbarkeit der Scheibe. Deutlich länger. Das ist eigentlich das, worum es geht hier an der Stelle. Jetzt hast du selber angesprochen, ihr wisst noch gar nicht so genau, was die Scheibe alles kann, was ja eine verrückte Situation ist. Ist es dann so, dass ihr tatsächlich auch neue Kundenanwendungsfälle sucht? Verrückterweise, oder? Wie läuft so ein Prozess dann bei euch ab, wenn der Kunde auf euch zukommt? Ganz typisch hier in der Messe, sehr, sehr viele interessante Themen, die dann bei uns auf dem Tisch liegen. Da kommen Kunden, haben Anwendungen, die haben eine Idee im Kopf, wie sie das machen wollen oder heute schon machen. Und wir kommen dann immer wieder, ja, aber Moment mal,
lass uns mal rübergehen, Vitrine, Contour Profile, das wäre was. Und der Kunde kann sich das gar nicht vorstellen. Und wir haben, bedingt durch unsere Erfahrung, halt schon sehr viele Ideen im Kopf und versuchen dann zusammen mit diesen Kunden die Umsetzung der Contour Profile, also wirklich dieser Lösungsgedanke auch wieder. Und dann kommen immer wieder neue Themen auf uns zu. Wenn ich das mal vergleiche mit dem, was ich bisher gehört habe, auch das, was wir davor von Marco gehört haben, ist es etwas, was verschiedene andere Verfahren, die wir heute kennen, auch ein Stück weit ersetzen wird? Ja, absolut. Man muss aber immer verstehen, dass es auch ein Produktionsschleifen sein sollte. Also Stückzahlen hinten dran stehen sollten. Für Einzelteilfertigung ist es bestimmt nicht die richtige Lösung. Okay. Ja? Also ab, sagen wir, wiederkehrende Stückzahl 100 und so weiter, dann macht das absolut Sinn. Genau, so wie wir im Business Case gesehen haben, du brauchst ja die Vorteile, die du einsetzt, dann mehr oder weniger. Sensationell. Ich bin sehr, sehr happy. Tausend Dank für den Vortrag. Ganz, ganz toll. Besuchen Sie ihn bitte auf dem Stand. War sehr, sehr schön. Es sei denn, es gibt jetzt noch Fragen, weil wir hätten tatsächlich noch Zeit. Er war zu schnell. Ja, ich war nervös, ich war ein Schnellräder dadurch. Na, so schnell fand ich das gar nicht. Sehr, sehr gut. Also Halle 7, Stand D70. Was zeigt ihr am Stand, Michael? Vielleicht das noch mal ganz kurz. Was habt ihr mitgebracht? Also das sollten wir vielleicht noch mal klären. Wir haben alle Beispiele aus dem Schleifen mitgebracht. Wir haben Kunstharzbindung, Hybridbindung, wir haben die Metallsinter, die Keramikbindung, die Galvanik haben wir bei, eben auch Contour Profile. Wir zeigen dort aber auch eine Maschine, das hat eben diese EDG-Blachmaschine. Wir zeigen auch Zerspannungswerkzeuge mit definierter Schneide, BKD, CBN, Schneidstoffe. Und wir zeigen auch das Rohmaterial. Wir haben Diamanten mit bei. Wenn es mal jemand interessiert, wie so ein stehendes Abrichtwerkzeug ausgeführt wird. Also wir haben auch schöne Steinchen mit dabei, die der Kunde mal anschauen kann und sagt, aus diesem wird mal irgendwann ein Werkzeug. Ja? Sehr, sehr stark. Michael, ich bin ganz begeistert. Also Halle 7, Stand D70. Dir noch viel Erfolg auf der Messe oder euch viel mehr. Ja, ich bin gespannt. Ich schau mal vorbei. Sensationell. Danke. Danke noch. Mach's gut. Ciao.